Das Präteritum sind wirklich über 50% aller Verben im Präteritum unregelmäßig. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. Im heutigen Video geht es um das Präteritum. Ich zeige dir, wie du die regelmäßigen und die unregelmäßigen Verben im Präteritum konjugierst. Dafür wechseln wir jetzt in mein E-Book. So, das Präteritum. Das ist die zweite Zeitform in der Vergangenheit neben dem Perfekt und drückt dementsprechend Fakten und Handlungen in der Vergangenheit aus. Hier 3 Beispiele. Das Wetter war schlecht, er machte Urlaub, wir hatten Glück. 3-mal Präteritum. Als erstes schauen wir uns die regelmäßigen Verben an, also die Konjugation im Präteritum mit den Verben, die alles entsprechend der Regel machen. Wir brauchen wieder den Verbstamm, also ohne en, und nehmen dann Endungen. Wie du hier siehst, die Endungen sind fast genau dieselben wie im Präsens, nur dass du noch ein t davor setzt, wie zum Beispiel ich kaufe im Präsens, wird zu ich kaufte, also das t kaufe, kaufte. Du kaufst wird zu du kauftest. Hier kommt noch ein extra e, weil es sonst tst wäre. Das ist sehr schwer auszusprechen. Mit dem e geht es viel einfacher, deswegen hier noch ein e dazwischen. Er, sie, es, man kauft, aber Achtung, hier ist es kaufte. Das ist anders als im Präsens, hat einen ganz einfachen Grund. Im Präteritum ist die erste und dritte Person Singular immer identisch. Also hier wird immer die erste Person Singular kopiert, deswegen passt es hier nicht ganz mit dem t vor der Präsensendung. Aber im Plural passt es wieder. Aus wir kaufen wird wir kauften, aus ihr kauft wird ihr kauftet. Hier wieder das extra e, weil es sonst Doppel-t wäre. Das ändert die Betonung, deswegen extra e. Sie kaufen wird zu sie kauften. Einfach nur das t davor. Soweit die regelmäßigen Verben. Das ist noch recht einfach. Es gibt noch eine kleine Besonderheit, die hast du hier auch schon gemerkt. Grundsätzlich, wenn ein Verbstamm auf d oder t endet, musst du noch ein e einschieben, weil sonst hätten wir ein Doppel-t oder ein dt, das würde die Betonung ändern und deswegen ein extra e hier bei ich arbeitete, du arbeitetest, er arbeitete. Das musst du vielleicht etwas üben bei der Aussprache. Kommen wir zu den unregelmäßigen Verben. Leider gibt es davon sehr, sehr viele beim Präteritum. Grundsätzlich kann man sagen, dass die erste und dritte Person Singular immer gleich sind. Das ist einfach. Häufig haben sie aber gar keine Endung. Wie hier war, ich war, er, sie, es, man war. Hier gibt es keine Endung, denn das ist der Stamm im Präteritum. Komplett anders als das normale Verb. Auch hier bei Schlafen gibt es im Präteritum erste und dritte Person keine Endung. Grundsätzlich sind die Endungen, wenn es denn eine gibt, meistens exakt dieselben wie im Präsens. Du siehst hier st, ent, en, ganz normal wie im Präsens. Aber der komplette Verbstamm wechselt, wie hier, oder zumindest der Vokal. Aus dem a wird ein ie, wie hier bei schlafen, wird zu schlief, schliefst, schlief, schliefen, schlieft und schliefen. Die Endungen, wenn es welche gibt, sind weiter die vom Präsens, aber der Vokalwechsel von a zu ie hat stattgefunden. Das hört sich sehr kompliziert an, ist es auch. Da braucht man nicht drum herum reden, denn noch eine schlechte Nachricht, 50% aller Verben sind im Präteritum irgendwie unregelmäßig, also sehr viele. Nicht nur sein, was hier komplett den Verbstamm wechselt, dann keine Endung hat in der ersten und dritten Person Singular, aber sonst die Präsensendung nutzt. Nutzt die Präsensendung, aber das b wechselt zur Doppel-t
und hier Präsensendungen, aber A wechselt zu IE und keine Endung in der ersten und dritten Person Singular. Das ist kompliziert und 50% aller Verben machen das. Es gibt anders als im Präsens keine feste Regel, welcher Vokal zu was wechselt. Gibt es nicht. Dementsprechend wissen auch nicht alle Deutschen, Österreicher und Schweizer immer die Präteritum-Version von jedem Verb. Wissen sie nicht. Also da brauchst du dich nicht schlecht fühlen. Und das ist auch der Grund, warum das Perfekt viel mehr benutzt wird als das Präteritum. So, jetzt kennst du dich aus mit dem deutschen Präteritum. Wenn du noch Fragen dazu hast, dann schreib mir bitte einfach einen Kommentar hier unter das Video. Im nächsten Video, das ich dir hier verlinke, erkläre ich dir auch noch, wann du es exakt benutzen musst und wann du lieber das Perfekt benutzen musst. Denn gute Nachrichten für dich, du brauchst es eigentlich nur bei ganz wenigen Verben. Also, bis zum nächsten Video und bis dahin viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen.